treibende Kraft hinter dieser ganzen Sache und diejenige, die ganz klare Vorstellungen hatte, was sie möchte und was dem Werk und dem Nachlass ihres Mannes angemessen sei, war eindeutig Lieselotte Orff. Seine Frau bemühte sich als Komponistenwitwe um den Nachlass. Sie gründete die Orff-Stiftung. Sie hieß ja dann die Orfessa. Es war natürlich Lieselotte Orff als die treibende Kraft und als die Person, die immer dieses Ziel im Auge hatte und es ganz konsequent verfolgt hat. Aber sie hat eine ganz große Unterstützung durch Frau Lütje gehabt. Es hatte Orff, wie gesagt, schon verfügt. Darum wusste natürlich Frau Orff und hat infolgedessen schon in den Tagen der Erkrankung mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wenn es denn soweit wäre, da mitzuarbeiten, mitzuwirken. So kam es. Ich wurde im Frühjahr 1986 vom Ministerbüro gebeten, an einem Gespräch zwischen dem Minister Mayer und der Frau Orff teilzunehmen. Und sie fragte an, ob nicht der Staat bereit sei, ein eigenes Institut zu errichten für ihren verstorbenen Mann Karl Orff. Herr Hewig hat das wirklich sehr gut hinbekommen, gefördert vom nicht nachlassenden Humor der Frau Orff und von ihren Backkünsten. Denn immer wenn sich Finanzministerium, Kultusministerium, wenn es da Konflikte gab und Streit, dann kam sie und brachte etwas Selbstgebackenes. Und dabei haben sich dann die streitbaren Geister immer wieder versöhnt. Das Haus wir wären nie auf die Idee gekommen, ein solches Haus zu nehmen. Und die Frau Orff hat sich angeschaut und hat gesagt, das wäre eigentlich das Richtige. Das möchte ich haben. Die war glücklich und hat gejubelt und gesagt, das ist doch genau das Richtige. Da, wo Orff schon war, da bauen wir das Haus jetzt aus. Frau Orff hatte alles das mit einer Noblesse und Großzügigkeit und mitverfolgt. Also Frau Orff hat ganz wesentlichen Anteil daran, dass der Staat auch großes Entgegenkommen gezeigt hat. Und sie hat ja hinterher, als das Staatsinstitut errichtet wird, aus ihren Geldern noch den Flügel gestiftet und andere Dinge dem Institut zukommen lassen. Und eine ganz wichtige Kooperation, die man gar nicht so im Fokus hat, ist sicht- und hörbar, wenn Sie unseren Musiklesesaal betreten. Da sehen Sie nämlich einen großen Flügel stehen. Der verdankt sich einer großzügigen Spende von Lieselotte Orff aus dem Jahr 2000. Und diese wird auch regelmäßig bespielt, weil wir im Jahr 1 bis 2 Werkstattkonzerte machen. Also sie war überhaupt eine Frau, die war aus seinem Leben und vor allem aus seinem Fortleben, aus seinem Fortwirken, seinem Erbe nicht wegzudenken.